Guten Morgen, liebe Scooterfreunde, herzlich willkommen. Ich stelle euch heute das neue Modell von der Lambretta G350 vor, und zwar die Serie 2. Die Serie 2 ist jetzt zweifarbig im Vergleich zur normalen, die es ja nur in Rot, Weiß und Schwarz gab. Jetzt gibt es die Lambretta G350 in zwei verschiedenen Duoton-Farbtönen. Einmal hier in diesem Rot-Weiß und noch einmal in Grau-Weiß. Ich zeige euch jetzt mal noch ein paar Details. Es haben sich noch zwei, drei andere Sachen verändert neben der Farbe. Ich fange mal hier vorne an. Da seht ihr schon die neue Krawatte, die jetzt in Weiß schön abgesetzt ist. Toller Kontrast von der roten Farbe. Technisch hat sich nichts verändert zum Vorgängermodell, wobei ich bei der Testfahrt eine Sache festgestellt habe, und zwar das Fahrverhalten hat sich ein bisschen verändert. Die zieht jetzt besser. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das könnte sein, dass das neue Fahrzeug, die neue Serie jetzt ein anderes Mapping bekommen hat. Ist jetzt auch ein Euro 5 Plus Modell. Also die zieht auf jeden Fall im Stand besser los als das alte Modell. Also da hat sich scheinbar irgendwas an der Einstellung an Mapping verändert. Auf jeden Fall natürlich eine positive Sache, braucht man jetzt gar nicht mehr mit den Vario-Rollen rumspielen. Die zieht jetzt so von Serie schon richtig gut los. Eine Sache ist nicht Serie, die Spiegel hier, die hat Micha vom Coffee Racer 69 natürlich gleich angebaut. Das sind die Moto Gadget Lenkerinnenspiegel. Dann kommen wir mal weiter. Ich gehe mal ein bisschen in die Totale. Hier seht ihr jetzt das gesamte Fahrzeug. Sehr schöner Kontrast mit den weißen Seitenbacken hinten. Und das ist natürlich jetzt ein großer Vorteil der Lambretta, denn dadurch, dass das alles abnehmbar ist, also wir können natürlich, das ist bei der Vespa auch so, die Krawatte abnehmen, und genauso natürlich die Seitenbacken, die sind abnehmbar und dadurch natürlich leicht lackierbar, und so könnt ihr euch da eure eigenen Farbkonstellationen zusammenbauen. Und hier ist jetzt, wie gesagt, schon mal diese rot-weiße, die es jetzt von Serie gibt. Hier im Cockpit hat sich nichts verändert, kann ich kurz mal anmachen, das ist gleich geblieben. Da haben wir dasselbe Display wie vorher. Mit den Anzeigen, also da nichts Neues. Hier dieses weiß-rote Modell der Serie 2 kommt jetzt auch mit einer roten Sitzbank. Passt natürlich perfekt dazu. So, was jetzt neu ist, an den Backen sieht man es hier, da sind neue Embleme dran und die sehen wirklich super schön aus. Bisschen an diese klassischen Embleme angelehnt. Zieht sich hier schön so ein bisschen rum, das vordere Emblem. Kleines optisches Highlight. Und auch hinten, das hintere Emblem ist neu, hat sich verändert. Neue Form bekommen, auch so ein bisschen klassischer. Also da muss man sagen, die sind wirklich gelungen. Das sind also jetzt die Embleme von der neuen Serie 2. Vorne hat sich nichts verändert, da ist alles gleich geblieben von den Emblemen. Und hier nochmal die andere Seite. Ja, also so sieht das gute Stück jetzt aus, die neue Lambretta Serie 2 von der G350. Finde ich sehr gelungen. Gibt es in zwei Varianten. Einmal in dieser rot- und weißen Variante. Die zweite ist eine weiße mit grauen Seitenteilen und einer grauen Krawatte vorne. Blende ich euch mal ein, damit ihr das auch mal seht. Ich lackiere mir die Seitenbacken hinten und die Krawatte in einer ganz anderen Farbe. Man hatte also viele Möglichkeiten, ein bisschen rumzuspielen, ein bisschen kreativ zu sein, weil die kann man einfach abnehmen, lackieren lassen. Genauso die Krawatte. Und hat ein ganz neues Farbschema. Finde ich super. Sehr einfach zu machen. Beides richtig schöne Farbkombinationen, gefallen mir wirklich sehr gut. Erinnert so ein bisschen an den 60s-Style oder an die Mod-Zeit damals, wo ja auch viel mit zwei Farben gearbeitet wurde. Und bei der bietet es sich wirklich an durch die abnehmbaren Seitenteile. Ja, also heute mal ein etwas kürzeres Video mit der Vorstellung der Lambretta G350 in der Serie 2 als Zweifarbmodell. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.